for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Hypolabyrinth-Tigerpython. Ne? Also Labyrinth kennt man aus früheren Zeiten, würde ich mal sagen. Da gab es viele Labyrinth-Tigerpython, die letzten Jahre kaum mehr welche. Hypo ist noch einigermaßen eine jüngere Morph. Das ist eine Kombo aus Hypo und Labyrinth. Wunderhübsch meines Erachtens nach. Klar, Tigerpython selber werden riesengroß, das wisst ihr, die werden 4 Meter oder mehr. Kann sich nicht jeder halten, so ein Tigerpython. Aber für die wenigen, die diesen Platz haben, ist es wirklich ein tolles, wunderhübsches Terrarientier. Und wie gesagt, heute mein Intro-Tierchen, Hypolabyrinth-Tiger. Wir haben hier in der YouTube-Community da unten mal wieder einen Aufruf gemacht, Frag Stefan. Ne? Also fast ein Jahr ist es her, dass wir die letzte Frag Stefan-Folge gemacht haben. Das soll einfach wegen so die Interaktion ermöglichen, beziehungsweise ihr habt Fragen, wo man vielleicht nicht eine ganze Folge drüber machen können, die man mit 1, 2, 3 Sätzen beantworten kann. Und die machen wir immer in diesem Frag Stefan. Und das wollen wir heute Frage für Frage durchgehen. Die erste Frage, der One Cuba Libre hat gefragt, wie riesig war die größte Schlange, die du in deinem Geschäft jemals hattest? Also die größte Schlange, die wir hier hatten, war mal der Netzpython. Da gibt es, glaube ich, auch Filmmaterial drüber, probieren wir euch einzublenden. Ne? Dieser riesige Netzpython, der war ja, gute 5 Meter, 5,5 Meter würde ich mal sagen. Nicht ganz so leicht zu messen, so ein Riesentier. Vom Gewicht her geschätzte 80 Kilo, ich habe ihn leider nie nachgewogen, hätte ich mal machen sollen, 80, vielleicht 100 Kilo, war wirklich ein Wahnsinns-Oschi, ne, mit einem riesen Kopf. Das war das Größte, das ich jemals hier hatte. Homo sapiens Serpentes fragt, findest du, man sollte Schlangen aus dem Terra rausholen, bevor man sie füttert? Nein, finde ich nicht. Also ich finde das eigentlich fast sogar wegen eine Unart in der Terroristik mit... Also früher hat man gesagt, man soll das Tier aus dem Terrarium holen und in einer extra Box füttern, weil sonst glaubt die Schlange, wenn man reinlangt, dass immer Futter kommt und dann werden sie aggressiv und würden einen beißen oder irgendwie sowas. Meiner Meinung nach völliger Quatsch. Das ist ja Stress für das Tier. Ne? Das Tier soll fressen, da will es seine Ruhe, da hole ich es aus dem Versteck raus, mache es in eine extra Box, fütter es da drin. Also ich finde es eigentlich gar nicht gut. Klar, habe ich mehrere Schlangen im Terrarium, habe ich ein Terrarium mit 2, 3 Schlangen, dann muss ich sie natürlich einzeln füttern. Aber wenn ihr eine Schlange in einem Terrarium habt, bitte seid so nett zu dem Tier, macht dem Tier keinen Stress, füttert einfach im Terrarium. Die Schlange, die checkt es schon, wann es Futter gibt und wann ihr einfach nur reinfasst zum Hantieren. Das kann man dem Tier schon beibringen. Also ich plädiere dafür, bitte immer im Terrarium. Der MKB fragt, mich würde mal interessieren, wie sich das hohe Alter bei Riesenschlangen im Verhalten, körperliche Verfassung bemerkbar macht. Muss man bei Schlangen ab einem gewissen Alter etwas beachten? Also ich habe Kundschaft, die haben Terrarientiere, die schon weit über 30 Jahre alt sind. Eine Kundin hat eine Regenbogenboa mit über 30 Jahre, ein anderer Kunde hat eine Kornatter, die um die 30 Jahre alt ist. Ich glaube, das ist relativ hohes Alter für eine Schlange. Und diese ganz alten Tiere, ich hatte auch mal einen Piebald-Königspython, by the way, der war bestimmt auch um den Dreh rum, um die 30, schätze ich mal. Ich finde, man merkt lang nichts vom Alter, also bis, bis 28 Jahre alt merkt man eigentlich nichts. Aber dann merkt man, dass sie einfach ein bisschen schlappi werden, beim Beuteerwürgen mehr Probleme haben, ne? Also nicht mehr so die Kraft haben im Körper drin. Insgesamt halt, wie gesagt, nicht mehr die Agilität haben. Diese Kunden, die ich gerade erwähnt habe, die füttern dann auch nur tote Futtertiere. Die tun sie zum Teil dann gar nicht mehr erwürgen, die Schlangen, sondern fressen sie einfach so. Aber das Erstaunliche ist, also ich habe nicht den Eindruck, dass das so ein langer Prozess über Jahre hinweg ist, sondern ich habe den Eindruck, oder den Piebald, den ich hatte, ich glaube, der hat noch 1, 2 Jahre vor seinem Tod gepaart und dann eigentlich nur noch die letzten 2 Jahre war er einfach so ein bisschen schlappi und nicht mehr so agil und ist dann irgendwann, wie gesagt, an Altersschwäche gestorben.
Also das geht relativ in kurzem Zeitraum. Und wie gesagt, was ich beachten würde, wäre vielleicht nicht mehr lebend füttern, aber ansonsten alles gleich, alles wie gehabt. Die Elli Spirelli fragt, haben deine Kinder auch Reptilien als Haustiere? Wenn ja, welches Tier und wie alt ist das Kind dazu? Tatsächlich, mein Melino, das ist der mittlere, der ist jetzt 12 Jahre alt. Der hat jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, hat er seine erste Schlange bekommen, hat sich hier einen Piebald ausgesucht, auf den er ganz stolz ist. Er musste das Tier mehr oder weniger, Tier und Terrarium hat er zum Großteil selber bezahlen müssen. Also es ist bei mir nicht so von wegen, ja, die Kinder kriegen so, nehmt euch alles da, sondern er hat dafür gearbeitet, hat sich das Geld erarbeitet, hat es von seinem Taschengeld dazugegeben. Also da musste er richtig zulangen sozusagen, hat sich das gekauft, hat einen riesen Spaß dran, wirklich, hatte die Schlange zu Hause, ist mächtig stolz drauf. Die anderen fragen auch immer wieder mal und das und das und das, aber ich bin da schon sehr zurückhaltend und versuche das erstmal weitgehend und lange abzublocken. Und wie jetzt bei dem Melino, wenn es irgendwann wirklich das Geld verdient ist und hart dafür gearbeitet wurde und der Wunsch über Monate, Jahre ging, ich denke, dann ist es okay. Und dann, ja, so ab 12 Jahren ist er auch in der Lage, das Tier allein zu füttern, allein zu versorgen und dann klappt es wirklich gut. Der Bayer fragt, was kann man gegen Kryptosporidien machen und jene erkennen? Verfolge dich schon lange, schau so gut wie jedes Video, weiter so, Daumen hoch macht er. Kryptosporiden sind wirklich ein ernsthaftes Problem, speziell bei den Leopardgeckon und bei Kornadern können Kryptosporiden vorkommen. Scheint recht ansteckend zu sein untereinander, ne? Also wenn ihr ein Tier im Bestand habt, das Kryptosporiden hat, verschleppt man sich das wirklich leicht im ganzen Bestand. Es ist echt ein ernsthaftes Problem. Man kann es nicht behandeln. Ein Tier mit Kryptosporiden wird sein Leben lang Kryptosporiden haben. Das Tier kann damit leben, kann damit umgehen unter Umständen, aber er wird immer Überträger sein. Ne? Deswegen so ein Tier müsst ihr das Leben lang völlig gesondert haben. Dagegen machen, man kann an sich nur vorbeugen, wenn man neue Tiere kriegt. Gerade so dem Bereich Kornatter, Leopardgecko, aber natürlich auch andere Schlangen oder andere Reptilien können Kryptosporiden übertragen. Wirklich eine gute Hygiene halten, eine gute Quarantäne halten, wenn ihr viele Terrarientiere habt. Nicht 3 Leopardgeckos und jawohl, ich kaufe mir einen 4., zack, zu den anderen 3 rein. Da kann es natürlich katastrophal sein. Und dann vielleicht auch regelmäßig, sprich einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal eine Kotprobe mit Kryptosporiden machen. Ne? Da gibt es diese Kotsets, sind leider relativ teuer, kosten über 40 €. Also der Kryptosporidentest ist recht teuer, aber ist sicher und zuverlässig. Oder gerade eben, wenn ihr neue Tiere habt, macht diesen Test auf Kryptosporiden und dann könnt ihr euch keine einschleppen. Und wenn ihr euch keine einschleppt, dann habt ihr auch keine Kryptosporiden. Der Blablabla fragt, ich würde gerne deine Meinung zur Free-Roaming-Theo-Haltung hören. Kennt man ja aus den USA, dass dort viele Theo-Halter ihre Tiere im Haus halten, ohne Terrarium. Basking-Spot wird in der Ecke angebracht und fürs Shedding wird der Theo täglich in der Wanne abgeduscht. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Konzept, aber wäre das auch für das Tier in Ordnung? Ja, wir wissen, dass die Theos, in dem Fall hier jetzt ein roter, die Theos werden natürlich schon toll zahm. Sie sind wirklich fast ein Familienmitglied. Ich kenne diese Art von Haltung oder ich kenne Filme darüber. Also ganz der Freund bin ich nicht davon. Also ich glaube, das Terrarientier ist nicht intelligent genug, dass man sagt, ich mache jetzt hier in die Ecke eine Lampe rein und wenn der Wärme braucht, geht er in die Ecke oder wenn er das passende Klima braucht. Ne? Also der wird sich dann trotzdem die meiste Zeit irgendein Versteck in der Wohnung suchen, wird die meiste Zeit einfach zu kalt in der Wohnung sein. Mein Ansatz ist nicht, vielleicht erst recht nicht bei uns hier in Deutschland. Ne? Ich denke, wenn ich jetzt in den USA, in Florida bin, wo es die ganze Zeit heiß ist und ich vielleicht in dem Bereich keine Klimaanlage laufen habe, sondern dass mein Zimmer wirklich schon 25 oder noch mehr Grad hat, dann ist vielleicht eher möglich vom Klima her. Ich denke, bei unseren deutschen oder europäischen Temperaturen finde ich es nicht gut.
Was man machen kann, was ein ehemaliger Mitarbeiter von uns hat, der hat einen großen roten Theo, den wir hier auch schon gezeigt haben, der hat ein offenes Terrain, also was heißt offen, das ist eben nicht, nicht abgeschlossen oder kein abgegrenztes Terrarium in sich, sondern der hat da wie so einen Zaun gemacht, hat eben die Beleuchtung, alles in dem Bereich, also das Tier, der kann eben nicht raus, wenn man nicht direkt rausnimmt, sondern ist da in dem Bereich. Da ist das mit den Lampen beheizt, ist in der Fläche, wo der lebt, ist es schön warm, ist das gute Klima, da ist auch Moos für Feuchtigkeit und so weiter und der lebt da drin. Der kommt dann oder der nimmt den auch ab und zu mal raus, dann läuft er schon durch die Wohnung und der hat auch noch 2 Hunde, da läuft dann der Theo rum und die 2 Hunde rum und so weiter. Aber das ist einfach nur stundenweise oder ich glaube, dann lässt er oft auf dem Balkon, wenn draußen die Sonne scheint zum Beispiel, eine große Terrasse, lässt er auf die Terrasse, der Theo kennt schon den Weg, so dann läuft er da schön auf die Terrasse, legt sich dort in die Sonne, das ist natürlich auch perfekt. Aber wie gesagt, den da einfach in der Wohnung mit einer Lampe in einer Ecke, das, glaube ich, funktioniert nicht. Also da muss man schon das ganze Konzept verbessern und da ein richtig gutes, ausgeklügeltes Konzept draus machen. Der Chris Felbo fragt, wie badet man einen Königspython? Wassertiefe, wie warm kann das Tier ertrinken? Und gibt es auch außer Häutungsproblemen einen weiteren Grund, sie mal zu baden? Nee, meiner Meinung nach gibt es, klar, eben wenn das Tier Häutungsprobleme hat, in der alten Haut drinsteckt, dann müsst ihr das Tier baden und dann die alte Haut vorsichtig abpulen. Aber dann müsst ihr vor allem euch auch Gedanken machen, wieso hat er die Häutungsprobleme. Also ihr müsst eure Haltung dahingehend verbessern mit feuchtem Moos, feuchte Versteckhöhle, ne, diese Magnetbox, ne, wo man das feuchte Moos reinmacht. Dann häutet er sich auch einwandfrei. Ist er tatsächlich schlecht gehäutet, dann müsst ihr natürlich, dann tut man in lauwarmem Wasser baden, wirklich darauf achten, dass das Wasser wirklich richtig schön lauwarm ist, ne? Und nicht meinetwegen die ersten 2 Minuten lauwarm und dann abkühlt und der liegt im kalten Wasser, weil dann hat er hinterher noch eine Lungenentzündung. Also wirklich schön lauwarm. Man kann ein bisschen Papier oder ein bisschen Zewa sogar noch mit reinlegen, dass er dann nicht ganz so ungeschützt da in der Badebox liegt. Ne? Also wir nehmen dann irgendwie so eine Kunststoffwanne, machen da das lauwarme Wasser ein bisschen rein, machen noch ein bisschen Zewa rein, legen den Königspython, tun den fast so ein wenig abdecken mit dem Zewa und den dann drin lassen. Ich würde das Wasser auch nicht allzu hoch machen. Ne? Ihr müsst ja überlegen, der will ja nicht schwimmen oder sowas. Ne? Also wenn der schon schlecht gehäutet hat, dann hat er schon ein Problem und dann will der nicht in der Badewanne da rumschwimmen müssen die ganze Zeit. Hat keinen Halt in der Badewanne, kennt er vielleicht. Ich kenne es aus meinen Anfangszeiten, da hat man auch so Sachen gemacht, hat man den in die Badewanne, da kann der sich gar nirgends richtig festhalten und ist eigentlich unter Dauerstress. Ne? Also macht dem ein gemütliches Bad, wie gesagt, irgendwas rein. Das kann einfach nur ein wenig feuchtes Zewa sein, wo er sich festhalten kann, wo er sich geschützt fühlt. Lasst es eine Weile einweichen, tut später das Wasser auch wieder, wenn ihr dann an der Haut rumpult, tut wieder neues warmes Wasser dazu, dass es nicht zu weit abkühlt und dann könnt ihr das so machen. Der Schatz S92 fragt, mich würde interessieren, wie du vorgehst, wenn du eine Köpi von lebend auf Frostfutter umstellst. Vor allem dann, wenn sie nicht sofort dran geht oder sich später überlegt, doch nur noch lebend zu fressen. Die Frage haben wir reingenommen, weil die kommt natürlich wirklich oft. Ne? Aber ich habe es auch schon oft mal gesagt, so einen richtigen Trick gibt es nicht von lebend auf Frosch. Ne? Entweder gehen sie ran oder sie gehen nicht ran. Eine wichtige Voraussetzung mit Frostfutter ist, ich glaube, man muss einen Königspython am Anfang erstmal lebend füttern. Die ersten 3, 4, 5 Fütterungen will Königspython lebend fressen. Nur ganz wenige gehen direkt an Frosch dran. Ne? Wenn er dann 4, 5 Mal gut gefressen hat lebend, wenn mein Klima natürlich optimal ist, ne, das ist ganz wichtig, das Klima muss stimmen, er muss ein gutes Versteck haben, der muss sich absolut wohlfühlen, dann kann ich Frostfutter anbieten. Manche gehen relativ schnell ran, da lege ich es rein, dann frisst er das oder ich kann es mit der Pinzette hinhalten. Andere gehen schleppend ran, da kann es helfen, wenn der in seinem Versteck drin ist, ne,
dann ist da irgendwo der Eingang vom Versteck. Wenn ich die Maus an den Eingang lege, so über Nacht, ne, am Abend lege ich die rein, mache die Maus wirklich schön warm, ne, die Frostfuttermaus gut aufwärmen, dass sie wirklich knappe 40 Grad Temperatur hat, lege ich die an Anfang vom Versteck, lasse die Schlange schön in Ruhe, gucke, dass in der Nacht muss natürlich schön warm sein im Terrarium, ne, so 27, 28 Grad am besten, und hoffe, dass der die in der Nacht frisst. Das kann sein, wenn man Glück hat. Wenn das nicht funktioniert, es gibt wirklich keinen Trick, wo man sagt, mach das und das und das, dann funktioniert. Das gibt es einfach nicht. Man kann es nur immer wieder probieren, immer wieder anbieten und hoffen, dass es klappt. Der Pflaumenkuchen fragt, meine Zwergbartagamen sind faul, bewegen sich kaum. Alle bekannten möglichen Ursachen liegen nicht vor. Was soll ich machen? Außerdem fressen sie kaum pflanzliche Kost. Alles versucht mit Diäten etc. Sie rühren es nicht an. Nur Möhre und Paprika, weil es vermutlich so eine schöne Farbe hat oder gut riecht. Generell muss man sagen, ein Reptil ist einfach ein faules Tier. Ne? Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Ihr habt kein Goldfischglas, wo der ganze Tag von rechts nach links oder eben ein Aquarium, ne, wo es da drin die ganze Zeit abgeht. Ein Reptil sucht sich seinen idealen Wärmeplatz und sitzt dahin und wärmt sich auf. Und das macht er eigentlich fast den ganzen Tag, beziehungsweise wenn irgendwelches Fressen kommt, dann jagt er das Fressen, ne? Sei es eine Echse, die Insekten oder sei es eine Schlange, die Maus. Aber ansonsten liegt ein Reptil 95% seiner Zeit faul rum. Ne? Wem das zu wenig ist oder wer da sagt, ach, der bewegt sich ja gar nicht, der hat dann das falsche Hobby. Ne? Also das ist einfach so, da kann man nichts dran ändern. Und ja, Pflaumenkuchen, lass deine Echse oder lass deine Zwergbartagamen gechillt in der Sonne chillen. Das ist okay so. So sind alle und da hilft es nichts. Die Vanessa Meyer fragt, habe gestern im Terrarium an meiner Holzdeko Milben entdeckt. Was soll ich dagegen tun und schadet es meinem Leopardgeckos? Ja, Vanessa, das hast nicht nur du gefragt, jemand anders hat das Thema auch angesprochen. Das Thema heißt Raubmilben. Haben wir jetzt seit circa einem Jahr verwenden wir das, haben wir das getestet, gemacht. Ich muss sagen, ich habe früher eigentlich gar nicht großartig dran geglaubt an diese Raubmilben. Wir machen es seit einem Jahr. Das ist wirklich gut, das ist super. So ein Fall wie du hast, ist es auch optimal. Ne? Also diese Milben, die du da drin hast, das müssen nicht einmal Reptilienmilben sein. Kann sein, dass es irgendwelche Holzmilben in deinem Terrarium drin sind. Können natürlich auch Milben sein, die an deine Geckos gehen, oder es können Schlangenmilben sein. Und da kommen diese Raubmilben zum Einsatz. Das ist eine rein biologische Waffe. Das sind eben Milben, die andere Milben fressen. Das Ganze sieht so aus. Das ist einfach so ein Substrat, wo die drin sind. Also das bekommt man so. Das wird kühl gelagert. Ne? Während die kühl gelagert werden, sind die in so einer Art Ruhe oder Starre. Sobald die ins Terrarium kommen, werden die warm, werden aktiv und ernähren sich von jeder Art von Milben. Ja. Selber sind sie nicht schädlich. Wie gesagt, sie ernähren sich nur von irgendwelchen anderen Milben. Das heißt, wenn irgendwann alle Milben tot sind in eurem Terrarium oder gefressen sind und nirgends mehr rundherum Milben sind, dann trocknen die auch ein, haben nichts mehr zu fressen und verhungern leider, haben dann ausgedient. Aber es funktioniert wirklich toll. Ich kann es euch empfehlen. Gibt so kleine Rationen, das ist für ein Terrarium. Es gibt so ganz große Eimer, das ist für viele Terrarien oder für Terrarienzimmer, für Terrarienräume. Also wir benutzen es seit einiger Zeit, haben es getestet. Wenn wir Quarantänetiere haben, die mit Milben kommen, behandeln wir es damit. Wir verkaufen es seit einem Jahr, haben auch wirklich tolle, super Resonanz. Also ich kann es absolut empfehlen. Wer von euch die auch schon ausprobiert hat, kann gern auch noch unten rein posten, eure Meinung dazu sagen. Also ich glaube, es ist eine super Sache. Der Alexander Adler fragt, hi Stefan, in deinen Kochstudio-Folgen hast du ja die Genetik von Königspythons erklärt, beziehungsweise die Vererbung von Genen. Wie ist es, wenn man eine 3- oder 4-fach-Morph mit einem Klassik verpaart? Also kommen sozusagen alle einzelnen Morphen theoretisch raus. Ich gebe ein Beispiel: Verpaarung Pastel Pin Yellow Belly mal Classic.
Ja, Alexander, das ist fast so, beziehungsweise eben, du musst, also wenn du aufgepasst hast, du musst unterscheiden zwischen kodominant und rezessiv. Bei den Kodominanten ist tatsächlich so, wenn du ein Elterntier hast, das 4, 5 Gene drin hat, gibt es die alle mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit weiter. Ne? Jedes einzelne Gen wird zu 50% oder an jedes zweite Tier weitergegeben. Das Ganze überlagert sich natürlich und kann dann auch mehrere von denen, eben das Jungtier kann dann mehrere kriegen. Wie gesagt, jedes einzelne Gen mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Das gilt aber nur für die kodominanten Sachen. Ist es rezessiv, müssen beide Eltern das Gen haben. Ne? Aber bei kodominant geht's. Hier jetzt in dem Beispiel habe ich ein Champagne Crevel, der hat vom Vater kann der den Champagne weitergegeben kriegen, den Crevel, oder wenn ich mit dem züchte, kann ich wieder Babys haben, die sind entweder Champagne oder sind Crevel oder sind Crevel Champagne, so wie der Vater. Das kann natürlich funktionieren. Bisschen tricky wird es, umso mehr Gene drin sind, umso schwieriger wird es zu erkennen, was es ist. Ups. Selbst bei dem hier, den Crevel drin zu erkennen, ist zum Teil schon schwer bei einem Champagne. Und umso mehr ich ineinander reinmische, man hat dann oft Kombos mit 4, 5 Genen drin, dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, was ist genau drin. Das sind dann diese Posttiere. Ne? Dann steht dann drauf Champagne, Post Crevel, Post Mojave, Post Pinstripe, was weiß ich was. Ne? Dann steht da Sigma Post, weil man gar nicht mehr genau sieht, was alles drin steckt. Das Problem kann man haben, aber im Prinzip hast du recht, sie geben das alles weiter. Soweit zu euren Fragen. Kommentiert es unten. Wenn es interessant war, sollen wir wieder mal so eine Frag-Stefan-Folge machen. Ich bin da immer ein bisschen unschlüssig, ob das gut ankommt oder nicht. Wenn man da einfach so wegen die Fragen runterleiert und abarbeitet. Kommentiert es gerne unten, ob es euch gefällt, ob es euch nicht so gefällt, lieber was anderes. Bin ich gespannt drauf. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.